Die Trockenspeisekartoffel spielt in der Verpflegung unserer Wehrmacht eine große Rolle. Durch ihr geringes Volumen wird die Mitnahme großer Mengen ermöglicht. Die gewaschenen Kartoffeln werden nachgeputzt und dann geschnitten. Auf dem Großbandtrockner. ...90 Pfund Trockenkartoffeln entsprechen einer Kartoffelmenge von 9 Zentnern. Jeder Werktätige kann daran mitarbeiten, durch betriebliche Verbesserungsvorschläge die Leistungen zu steigern. Das zeigen die Beispiele. Früher mussten die Beilagenscheiben auf Zylinderkopfschrauben mühsam mit der Hand aufgefädelt werden. Durch einfache Lokscheiben wurde eine Leistungssteigerung von 200% erreicht. In einer Uniformfabrik steigerten Betriebsleiter, Werkmeister und Mechaniker die Leistung mehrerer Maschinen. Früher wurden die Einzelteile der Uniformen von der Hand mit einer Nähmaschine abgesteppt. Heute werden sie auf ein unendliches Band gerollt, in die Steppmaschine eingeführt, wo sie sich selbsttätig absteppen. Die Leistung wird damit um 700% erhöht. Ein Gefolgschaftsmitglied kann ohne besondere Beanspruchung bis zu 10 solcher Maschinen gleichzeitig bedienen. Ehemalige Arbeitsmeiden sind wieder zum RAD eingezogen worden. Diesmal stehen sie im Einsatz bei den Scheinwerferbatterien der Flakartillerie. Uniform und Stahlhelm werden empfangen. Die Meiden sind in geschlossenen Lagern unter Führung des weiblichen Arbeitsdienstes untergebracht und werden durch Offiziere und Unteroffiziere der Luftwaffe in ihre neuen Aufgaben eingewiesen. Übung an Horchgeräten und Scheinwerfern. Die Mädchen müssen jeden technischen Handgriff selber ausführen können. Männer, wir wissen heute alle, um was es geht. Wir brauchen hier lieber nicht viele Worte zu verlieren. Es geht um das Leben jedes Einzelnen, der Familie und des ganzen deutschen Volkes. Kompanieführer, ich vergebe Ihnen diese Freiwilligen. Sie, Kamerad, wo sind Sie verwundet worden? Im Westen. Vor Verdun. Vor Verdun? Jawohl. Werden Sie da jetzt noch weiter mitmachen können? Immer. Der Adolf wird das stets bereit. Sie sind im Rüstungsbetrieb beschäftigt. Jawohl. Wie lange arbeiten Sie da? Durchschnittlich 68, 70 und wenn es drauf ankommt, auch noch mehr. Sie haben auch das goldene Verwundetenabzeichen. Jawohl. Wie oft sind Sie verwundet? 7-mal. 7-mal. Werden Sie denn da bei uns noch durchhalten? Selbstverständlich. In den Ausbildungsstätten werden die Männer des Volkssturms von erfahrenen Führern mit der Handhabung aller modernen Infanteriewaffen vertraut gemacht.
Neben der Ausbildung an Gewehr und Handgranate erfolgt eine solche an den Panzernahbekämpfungsmitteln. Unterricht an der Panzerfaust. Der Ansturm der bolschewistischen Armeen im Osten ist an verschiedenen Frontteilen zum Stehen gekommen. Aber er ist damit nicht zu Ende. An der gesamten Front toben weiterhin schwere Kämpfe. Graben- und Befestigungssysteme durchziehen weithin und tief gestaffelt das Land. Unsere Grenadiere sind in diesem Labyrinth zu Hause. Mit den Waffen in den Fäusten wird der Gegner erwartet. Ein Ansturm bolschewistischer Bataillone auf eine Waldstellung wird abgewehrt. Bolschewistische Tiefflieger greifen eine deutsche Stellung an. MG und Flakbeschuss schlägt dem bolschewistischen Schlachtflugzeug entgegen. Angriff aus der Luft. Abwehr von der Erde. Vierlingsflak greift in den Kampf ein. Abschuss! Ein Bolschewist ist im letzten Augenblick mit dem Fallschirm ausgestiegen und pendelt zur Erde. Mit großer Erbitterung und unter stärkstem Kräfteeinsatz geht schon seit Wochen der Kampf um die Scheldemündung und damit um das lockende Ziel der Alliierten, die flandrische und holländische Küste, um die sie wie um ihr Leben kämpfen. Unter schwerstem Beschuss und täglich sich steigenden Bombenangriffen haben sich unsere Grenadiere den pausenlosen Angriffen zu erwehren. Um eine Stadt wird hart gekämpft. Werferbatterien beschießen den in die Stadt eingedrungenen Feind. Über dem Ort liegen die Qualmwolken von Riesenbränden. Infanterie wird mit Unterstützung von Sturmgeschützen zum Angriff eingesetzt. Heeresflak beschießt Widerstandsnester und Beobachtungsstellen. In der wie ausgestorben scheinenden Stadt aber tobt der Häuserkampf. Ein Sturmgeschütz entzieht sich direkt dem Packbeschuss. Schwere und schwerste Waffen sind eine willkommene Unterstützung, auf die nie verzichtet werden kann. Aber zum Schluss sind es doch immer wieder die Grenadiere, die nur sich selbst und ihre Waffe in den Kampf zu werfen haben. Front und Kampf haben diese Gesichter gezeichnet. In ihren Löchern und Gräben und hinter den nebeneinander liegenden Gewehren und Panzerfäusten warten unsere Grenadiere auf den Feind. Das sind Volksgrenadiere. Unaufhörlich vollzieht sich in den Lagern und Kasernen des Großdeutschen Reiches Aufstellung und Ausbildung der Volksgrenadierdivisionen für die Fronten des Krieges. Die Waffenschmieden Deutschlands gaben ihnen die besten und modernsten Waffen in die Hand. Die Ausbildung mit der Panzerfaust ist eine gründliche. In größtem Umfang sind die Divisionen mit der Panzernahbekämpfungswaffe, dem Panzerschreck, ausgerüstet. Auch hier sorgsamste und gründlichste Ausbildung. Die Überwachung der Ausbildung liegt in den Händen bewährtester Truppenführer.
Mit dem Sturmgewehr ist den Volksgrenadieren die beste Maschinenwaffe in die Hand gegeben. Leichte und schwere Granatwerfer, Pack und Artillerie verleihen den Divisionen eine große Feuerkraft. Diese Aufnahmen zeigen Ausschnitte aus einer Übung, die unter Einsatz von Flammenwerfern abläuft. Die erfolgreiche Anwendung des besten Materials garantieren aber die Männer, die es tragen. Hochverdiente Offiziere aus 100 und aberhundert Gefechten. Harte Soldaten der langen Kriegsjahre. Junge, gläubige Kämpfer für Führer und Volk. Noch hat die vorderste Linie ihre Zeichen in diese Gesichter nicht eingegraben. Sie sind das Abbild des ewigen deutschen Infanteristen. Ihr könnt ihnen in allen Grenadierdivisionen des deutschen Volkes begegnen.